Du wünschst dir jeden Monat ein passives Einkommen durch Dividenden? Mit nur 3 ETFs ist das möglich. In diesem Video zeigen wir dir 3 Beispiele, mit denen du monatliche Dividendenauszahlungen erhältst und wie viel Geld man damit verdienen kann. Außerdem erfährst du, welche Vor- und Nachteile diese Dividendenstrategie mit sich bringt und ob sie sich lohnt. Bleib also bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Die im Video bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kaufberatung dar. Investments in Wertpapiere unterliegen immer auch einem Verlustrisiko. Die Dividendenstrategie für ein passives Einkommen ist bei Privatanlegern sehr beliebt, denn die regelmäßigen Zahlungen wirken motivierend. Im Gegensatz zu tesorierenden ETFs sorgen die ausschüttenden ETFs für ein regelmäßiges Nebeneinkommen, was gerade für Rentner, Frührentner und Frugalisten, die sich frühzeitig aus dem Berufsleben zurückziehen möchten, interessant sein kann. Allerdings gibt es keinen Aktien-ETF, der die Dividenden monatlich ausschüttet. Die Dividendenauszahlungen erfolgen quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Das kann, wenn man auf die Auszahlung für den Lebensunterhalt angewiesen ist, zu Problemen führen. Um die monatliche Auszahlung der Dividenden zu erreichen, setzen wir also auf verschiedene Dividenden-ETFs, die quartalsweise, aber zeitlich versetzt ausschütten. Folgende Kriterien haben wir bei der Auswahl der 3 ETFs besonders im Auge. Eine versetzte Ausschüttung, sodass 12 Auszahlungen pro Jahr sichergestellt sind, eine hohe Ausschüttungsquote, um ein möglichst hohes passives Einkommen zu generieren, eine möglichst breite Diversifikation über Länder und Branchen und eine hohe Dividendenkontinuität. Das heißt Fokus auf Unternehmen, die über mehrere Jahre eine konstante Dividende gezahlt haben. Legen wir los mit den 3 ETFs für monatliche Dividendenausschüttungen. Erstens iShares Stocks Global Select Dividend 100 mit der WKN A0F5UH. Wie der Name vermuten lässt, wird hier in 100 Dividendenaktien weltweit investiert. Bei der Länderverteilung liegen knapp über 20% in den USA und fast 80% sind auf Industrieländer weltweit verteilt. Schwellenländer in Asien machen weniger als 1% aus. Bei den Branchen sind der Finanzbereich, Konsumgüter, Immobilien, Versorger und das Gesundheitswesen vertreten. Also Bereiche, die tendenziell hohe Dividenden zahlen. Die TER, also die jährlichen Kosten, betragen 0,46% und die Dividendenrendite lag im Jahr 2020 bei 3,54% und soll laut Prognose in 2021 3,71% betragen. Die Ausschüttungen erfolgen immer im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober. Der ETF repliziert physisch, die Aktien werden also tatsächlich gekauft. Zweitens iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF mit der WKN A0LEW8. Dieser ETF investiert in rund 300 Unternehmen aus den entwickelten Ländern. Die Gewichtung ist hier recht stark auf die USA gelegt. Fast 60% der in ETF vertretenen Unternehmen kommen aus den Vereinigten Staaten. Investiert wird ausschließlich in Unternehmen aus dem Bereich Immobilien. Es sind sowohl Aktien als auch Rates vertreten. Die TER beträgt bei diesem ETF 0,59%. Im Jahr 2020 wurde eine Dividendenrendite von 2,41% erreicht und die Prognose für 2021 liegt derzeit bei 2,21%. Die Ausschüttungen erfolgen jeweils einen Monat nach denen von iShares Stocks Global Select Dividend 100, also im Februar, Mai, August und November. Auch dieser ETF bildet den Index physisch ab. Drittens Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF mit der WKN A2AHZU. Dieser ETF investiert in rund 90 Werte aus verschiedenen Schwellenländern. Bei der Auswahl wird auf Werte mit hoher Dividendenausschüttung und niedriger Volatilität Wert gelegt. In der Länder- und Regionenverteilung besteht hier mit ca. 60% eine hohe Konzentration auf Asien. Unter allen Ländern weltweit ist China mit mehr als 45% besonders stark vertreten. Investiert wird in Unternehmen aus den Finanzen, Immobilien, Versorger und Energie. Die TER beträgt 0,49%. Die Dividendenrendite lag 2020 bei 3,39% und die Prognose für 2021 liegt bei 4%. Im März, Juni, September und Dezember erfolgen die Ausschüttungen. Auch dieser ETF bildet den Index physisch nach. In der Beschreibung verlinken wir dir die ETFs und unseren Depot-Tipp, mit denen diese 3 und noch viele weitere ETFs kostenlos bespart werden können. Und das schon bei einer Mindestsparrate von nur 1 Euro.
Die TERs sind mit mehr als 0,45% deutlich höher als die von ETFs auf globale Aktienindizes ohne den Fokus auf Dividenden, bei denen 0,1 bis 0,3% realistisch sind. Und auch die Diversifikation ist mit einigen 100 vertretenen Aktienunternehmen deutlich geringer als bei einem ETF auf dem MSCI World mit knapp 1500 Titeln. Es wird aber dennoch, zumindest was die Anzahl der Aktien angeht, eine ausreichende Diversifikation erreicht. Wie viel Einkommen ist möglich? Natürlich kann man nicht voraussehen, in welcher Höhe zukünftige Dividendenausschüttungen erfolgen. Gehen wir aber davon aus, dass ein Anleger in 2020 von jedem der 3 vorgestellten Dividenden-ETFs 200 Stück gehalten hat, ergeben sich daraus in dem Jahr folgende Auszahlungen. Januar 40 Euro, Februar 24 Euro, März 36 Euro, April 36 Euro, Mai 36 Euro, Juni 48 Euro, Juli 54 Euro, August 30 Euro, September 94 Euro, Oktober 74 Euro, November 24 Euro und Dezember 10 Euro. Insgesamt also 506 Euro vor Steuern. Die Anlage in Dividendenaktien und Dividenden-ETFs bietet Vorteile, bringt aber auch Nachteile mit sich. Welche das sind, das zeigen wir dir jetzt. Die Vorteile einer Dividendenstrategie. Vorteil Nummer 1. Passives Einkommen. Der wohl größte Vorteil ist der Cashflow, der durch die Dividendenzahlungen erfolgt. Als Anleger erhältst du regelmäßige Auszahlungen, ohne dafür aktiv etwas tun zu müssen. In diesem Beispiel erfolgen die Dividendenausschüttungen sogar monatlich. Vorteil Nummer 2. Keine Transaktionskosten. Wenn du aus einem Aktienbestand regelmäßig Geld abziehen möchtest, fallen auch immer wieder Transaktionskosten durch die Verkäufe an. Bei Dividendenauszahlungen hingegen werden keine Gebühren berechnet. Vorteil Nummer 3. Der psychologische Effekt. Auch psychologisch können ausschüttende ETFs hilfreich sein. Denn wer in thesaurierende ETFs investiert, der sieht sein Geld für lange Zeit nicht wieder. Erst in der Entnahmephase zur Rente, nach 20, 30 oder sogar 40 Jahren fließt Geld zurück. Daher setzen viele Anleger, manche auch nur zum Teil, auf Dividendenaktien oder Dividenden-ETFs. Jeder investierte Euro belohnt dich langfristig und mit den 3 vorgestellten ETFs sogar monatlich mit ausgezahlten Dividenden. Gerade bei Börsencrash reagieren viele Privatanleger impulsiv und verkaufen Wertpapiere aus Angst. Anleger mit einer Dividendenstrategie bleiben dagegen gelassener, denn sie erhalten auch in schwachen Marktphasen weiterhin ihre Dividenden. Vorteil Nummer 4. Dividendenstarke Unternehmen gelten als solide. Gerade die Dividendenaristokraten sind oftmals sehr bekannte und solide Unternehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmen insolvent gehen, ist also relativ gering. Natürlich kann es aber auch dort zu Problemen und fallenden Kursen kommen. Durch die Diversifizierung in einem ETF verteilt sich dieses Risiko jedoch stark. Die Nachteile einer Dividendenstrategie. Nachteil Nummer 1. Steuern. Wie du vielleicht weißt, fallen auf Kursgewinne keine Steuern an, solange du die Wertpapiere nicht verkaufst. Erst beim realisierten Gewinn, also dem Verkauf, wird eine Steuer fällig. Du profitierst so von einem Steuerstundungseffekt. Im Gegensatz dazu fließt die Dividende auf dein Konto und in dem Moment wird die Steuer hier natürlich sofort fällig. Nachteil Nummer 2. Relativ hohe TER bei Dividenden-ETFs. Wie du bei der Vorstellung der 3 ETFs schon gesehen hast, sind deren TER im Vergleich zu breiter streuenden ETFs relativ hoch. Das kommt dadurch, dass bei diesen ETFs ein besonders großer Wert auf nachhaltige und hohe Dividenden gelegt wird. Dadurch kann es häufiger zu Umschichtungen im ETF kommen, die zu höheren Gebühren führen. Im Vergleich zu den bisher erzielten Dividendenrenditen sind die Kosten allerdings auch hier weiterhin recht gering. Nachteil Nummer 3. Kein Zinseszinseffekt. Dies ist kein genereller Nachteil von Dividenden-ETFs. Denn wenn du auf tesorierende ETFs setzt, profitierst du auch bei einer Dividendenstrategie vom Zinseszinseffekt. In diesem Video geht es aber ja darum, ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Wenn du also die Dividenden nicht reinvestierst, sondern auszahlen lässt, kannst du nicht den Zinseszinseffekt nutzen. Stattdessen profitierst du vom Vorteil Nummer 1, dem monatlichen Cashflow. Lohnen sich Dividenden-ETFs für ein regelmäßiges Einkommen? Wenn du ein monatliches Einkommen generieren möchtest, dann bieten die Dividenden-ETFs eine interessante Möglichkeit dazu. Zwar fällt auf Dividendenauszahlungen die Abgeltungssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag an, aber Steuern bezahlst du auch bei allen anderen Einkommensarten. Je nach Einkommenshöhe ist die Abgeltungssteuer eventuell sogar geringer als deine Einkommenssteuer. Im Vergleich zur Anlage in Dividendenaktien erreichst du mit den ETFs eine deutlich breitere Streuung und kannst durch die Auswahl von nur 3 Wertpapieren monatliche Zahlungen erreichen. Dank der Möglichkeit, die Dividenden-ETFs mit einem monatlichen Sparplan zu besparen, sammelst du regelmäßig neue Anteile. Mit unserer Depotempfehlung in der Beschreibung sogar ohne Ordergebühren.
Natürlich bieten tesorierende ETFs, also die, bei denen Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden, steuerliche Vorteile gegenüber den ausschüttenden ETFs. Wenn du aber dein Geld anlegen möchtest, um jeden Monat ein zusätzliches Einkommen zu generieren, ist die Dividendenstrategie mit Ausschüttung eine wirklich interessante Möglichkeit. Wenn du noch Fragen oder eine Videoidee hast, dann schreib uns gern in den Kommentaren. Hat dir das Video gefallen? Dann lass uns doch einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.